In der Kleinstadt Sheridan im Bundesstaat Wyoming lebt der 70-jährige Walter Hayes seit 10 Jahren allein. Nach seiner Pensionierung verließ Walter die Hektik der Stadt und wählte ein einfaches Holzhaus am Waldrand als sein Zuhause. Sein Alltag war einfach. Er stand früh auf, kochte eine einfache Mahlzeit und hackte dann Holz, um ein Feuer zu machen und sich so den Winter zu ersparen. Die Stadtbewohner trafen ihn gelegentlich im Lebensmittelladen, er wirkte freundlich, aber ruhig, lächelte nur und grüßte. Winter 2022, Eis und Schnee bedeckten den gesamten Wald, der Raum war so still, dass man jeden Windschlag hören konnte. Walter ging oft allein zum Brennholzlager in der Nähe des Waldes, um Bündel trockenes Holz als Vorrat für die langen, kalten Tage zu sammeln. Er war an die Einsamkeit gewöhnt und fand kleine Freuden in alltäglichen Aufgaben wie Schneeschaufeln und dem Zuhören von Spechten, die an Bäumen pickten. Der schwere Schnee fiel auf das Dach und bedeckte den alten Holzzaun vor seinem Haus. Walter hatte immer geglaubt, dass dieser Ort friedlich sei und dass nur ein paar Rehe und gelegentlich ein Rudel Wölfe vorbeikämen. Er ahnte nicht, dass dieser Winter ihm ein Erlebnis bescheren würde, das sein ganzes restliches Leben verändern würde. An einem grauen Morgen ging Walter, einen dicken Mantel tragend und mit einer kleinen Axt in der Hand, auf die Scheune am Waldrand zu. Als er ein paar Bündel Brennholz sammelte, hörte er plötzlich ein seltsames Geräusch, wie ein leises Stöhnen. Walter hielt mit klopfendem Herzen inne und folgte dem Geräusch aus dem tiefen Schnee in der Nähe der kahlen Bäume. Vor seinen Augen bot sich ihm ein Anblick, der ihn sprachlos machte, eine Löwin, gefangen in einer Eisenfalle. In der Falle, die er aufgestellt hatte, um wilde Wölfe abzuwehren, hatte sich nun das Bein eines gefährlichen Fremden verfangen. Aus der Wunde sickerte leuchtend rotes Blut, das sich in Streifen auf dem weißen Schnee ausbreitete und ein kaltes Gefühl im Herzen hervorrief. Walter hielt den Atem an und glaubte, er sehe Gespenster, denn er hatte noch nie in seinem Leben von einem Löwen in Wyoming gehört. Doch das Tier knurrte nicht wild, es zitterte nur, leckte seine Wunde und stöhnte leise, als würde es um Hilfe bitten. Es wirkte erschöpft, seine braunen Augen waren traurig, sein Körper zitterte im kalten Wind, der durch die Schneeschichten schnitt. Walter stand wie erstarrt da, seine Hand umklammerte die Axt, doch seine Beine konnten sich nicht bewegen, und sein Herz war eher von Mitleid als von Angst erfüllt. Die Erscheinung war so absurd und doch so real, dass er seine Augen nicht von dem sterbenden Löwen abwenden konnte. Ihm war klar, dass das arme Tier den Winter nicht überleben würde, wenn niemand zu Hilfe käme. Walter rannte schnell nach Hause, seine Schuhe versanken tief im dicken Schnee und er griff schwer atmend zum Telefon, um die Polizei anzurufen. Seine Stimme zitterte, als er berichtete, dass hinter seinem Haus ein Löwe gefangen sei. Der diensthabende Polizist hörte dies und beruhigte ihn sofort, indem er bestätigte, dass es sich um ein aus dem Stadtzoo entlaufenes Tier handele. Vor einer Woche wurde Sheridan von einem schrecklichen Schneesturm heimgesucht, der viele Gebäude, darunter auch den Zoozaun, beschädigte. Einige Tiere entkamen, darunter eine Löwin namens Aria, die die letzten 3 Jahre allein gelebt hatte. Die Polizei forderte ihn auf, im Haus zu bleiben, die Tür abzuschließen und auf die Hilfe der Rettungskräfte und des Zoopersonals zu warten. Walter setzte sich mit immer noch klopfendem Herzen in seinen Stuhl und schaltete neugierig den Computer ein, um nach weiteren Informationen über Aria zu suchen. Er las, dass es in den Zoo gebracht wurde, nachdem es in Afrika von seiner Herde getrennt worden war und immer ruhig allein lebte. Alte Fotos zeigen einen traurigen Blick und rufen ein Gefühl von Wildheit, aber auch Einsamkeit hervor. Walter drehte den Kopf, um aus der Glastür zu schauen. Als er sah, wie Aria immer noch verzweifelt kämpfte, schnürte ihm das Bild das Mitgefühl zu. Etwa 30 Minuten später hielt vor dem Hof ein Polizeiauto mit Sirene, gefolgt von einem Dienstwagen des Zoos. Ein junger Polizist kam herein, schüttelte Walter die Hand und beruhigte ihn schnell: „Wir kümmern uns darum." 2 Zoomitarbeiter in dicken Mänteln, mit Narkosepistolen, Schneidezangen und speziellen medizinischen Taschen in der Hand, stiegen aus.
Walter stand im Haus und verfolgte angespannt jede ihrer Bewegungen durch das beschlagene Fenster. Ein Beamter zielte sorgfältig, drückte ab und die Narkosenadel traf Arias Schulter. Sie stieß ein leises Knurren aus und brach im Schnee zusammen. Sie verschwendeten keine Zeit, gingen zur Stelle und brachen mit einer Zange die Stahlzähne ab, die das Bein des Tieres festhielten. Das Blut floss noch, wurde aber schnell abgewischt und ein Verband wurde vorübergehend um die Wunde gewickelt, um die Blutung zu stoppen. Aria lag still da, ihr Atem ging unregelmäßig, aber regelmäßig, ihre Augen waren geschlossen, als ob sie einen kurzen Moment der Ruhe finden würde. Sie hoben es auf eine Trage und legten es auf die Ladefläche des Lastwagens. Zur absoluten Sicherheit verriegelten sie den Riegel sorgfältig. Walter trat mit zitternden Händen auf die Veranda und sah einen Anblick, von dem er nie geglaubt hätte, dass er ihn jemals in seinem Leben sehen würde. Der Polizist drehte sich um und lächelte leicht. Alles ist in Ordnung, Sie können beruhigt sein. Walter nickte erleichtert, konnte aber seinen besorgten Blick immer noch nicht davon abhalten, Aria zu folgen. Als die Kutsche davonrollte, wurde es in der verschneiten Landschaft wieder still, doch sein Herz war nun von Aufruhr erfüllt. Aria wurde schnell in den Behandlungsraum des Zoos gebracht, wo 2 erfahrene Tierärzte auf sie warteten. Sie reinigten die Wunde, betäubten sie lokal und nähten dann sorgfältig jeden Stich, um die Bisswunde der Stahlfalle zu schließen. Es wurden Antibiotika und Schmerzmittel gespritzt und Infusionen verabreicht, um dem Tier nach Tagen des Umherirrens und Hungerns zu helfen, wieder zu Kräften zu kommen. 3 Stunden später öffnete Aria die Augen, sah sich mit schweren Augen um und nagte dann schwach an etwas rotem Fleisch. Die Ärzte freuten sich über die positive Reaktion, sahen aber dennoch eine unbeschreibliche Traurigkeit in seinen Augen. Vielleicht dachte es hätte die Freiheit gefunden, wurde aber von kalten Betonwänden zurückgehalten. Am 2. Tag lief es allmählich im Krankenkäfig herum, immer noch humpelnd, aber seine Kraft war zurückgekehrt. Am 3. Tag war die Wunde ausgetrocknet, der Verband wurde gewechselt und der Arzt bestätigte, dass die Genesung schneller als erwartet verlief. Aria wurde in den halbwilden Bereich des Zoos gebracht, der Gras, künstliche Seen und Freiluft bot. Dort lag es im blassen Sonnenlicht, streckte sich manchmal aus, blickte manchmal still zum Himmel auf, als ob es ein fernes Land vermissen würde. Walter hörte die Neuigkeiten und beschloss, sie zu besuchen. Hinter dem Zaun stehend, beobachtete er Aria beim gemütlichen Essen und fühlte sich seltsam erleichtert. Zum ersten Mal seit Jahren spürte er eine seltsame Verbindung zu einem seltsamen wilden Geschöpf. Im Sheridan Zoo findet ein Sondertreffen statt, um Arias Zukunft zu besprechen. Die Mitarbeiter diskutierten, und viele von ihnen waren der Meinung, dass es in einem Käfig ein einsames und unglückliches Leben führen würde. Schließlich stand der Zoodirektor auf und verkündete eine emotionale Entscheidung: Aria würde wieder in die Wildnis entlassen. Auch Walter war eingeladen, daran teilzunehmen. Als er die Neuigkeit hörte, füllten sich seine Augen mit Tränen, und sein Herz schlug wieder schneller als das eines Kindes. Einen Monat später, als die Wunde vollständig verheilt war, wurde Aria in einen großen Eisenkäfig auf einem Speziallaster gelegt. Die lange Reise begann, es wurde zum nahegelegenen internationalen Flughafen gebracht, um dort für einen Sonderflug nach Afrika vorbereitet zu werden. Walter stand auf, um ihn zu verabschieden, und stellte sich die traurigen Augen jener Tage vor, als sie im Begriff waren, die Freiheit zu finden, die ihnen zustand. Der Flug mit Aria landete in Südafrika. Das Ziel war der Kruger-Nationalpark, eines der größten Wildnisgebiete der Welt. Lokale Ranger arbeiteten mit 2 Mitarbeitern eines amerikanischen Zoos zusammen, um die Papiere für die Freilassung von Aria in die Wildnis vorzubereiten. Der Lastwagen mit dem Eisenkäfig rüttelte auf der unbefestigten Straße, Staub wirbelte mitten auf der sonnenverbrannten gelben Wiese auf. Aria lag still im Inneren, ihre Ohren zuckten gelegentlich, als ob sie den Atem ihrer Heimat im Wind spüren würde. Hoffnungsvolle Blicke folgten ihm, alle hofften, dass der kommende Moment ein neues Kapitel für ihn aufschlagen würde. Und als wir den Ausstiegspunkt erreichten, tauchten die weiten Graslandschaften des Kruger-Nationalparks auf und suggerierten endlose Freiheit.
Die eiserne Käfigtür schwang auf, helles Licht strömte herein, Arya zögerte ein paar Sekunden, bevor sie hinaustrat. Es holte langsam tief Luft, der Geruch von trockener Erde, Feldwind und Vogelgesang ließ seinen Körper vor Erregung erzittern. Dann schoss es plötzlich davon, sein anmutiger Körper verwandelte sich in einen goldenen Schatten, der im endlosen Grasland verschwand. In einem emotionalen Moment umarmten sich amerikanische Zoo-Mitarbeiter und südafrikanische Ranger und klatschten. Ein schwarzer Ranger flüsterte, jetzt ist es wirklich in seine Heimat zurückgekehrt. Obwohl Walter in Amerika war, verfolgte er die Nachrichten und ein sanftes Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als er erfuhr, dass Arya die Freiheit gefunden hatte. Einige Wochen später besuchten die Zoo-Mitarbeiter ihn erneut zu Hause und brachten ihm ein Gemälde von Arya im Moment ihrer Freilassung. Walter hängte das Bild an die alte Holzwand und jedes Mal, wenn er es ansah, wurde ihm warm ums Herz, als wäre er gerade wieder jung geworden. Er verstand, dass manchmal der Zufall die Schicksale von Menschen und Tieren auf einer unvergesslichen Reise verbindet. Und dieser Winter 2022 wurde für ihn zu einer unsterblichen Erinnerung an Güte und ewige Freiheit.